Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Heute möchte ich mit dir zusammen dieses sommerliche Outfit für deine MSD-Doll nähen. Für die Kleidungsstücke benötigst du folgende Stoffe. Einmal einen Jersey nach deiner Wahl und einen Baumwollstoff. Du benötigst natürlich noch das Schnittmuster und passende Bänder für das Top. Wir beginnen mit dem Top, und zwar tust du diese Kanten als erstes versäubern. Falte die Nahtzugabe um 0,5 cm um und stecke alles fest. Du kannst das Versäubern der Kanten auch weglassen, aber es ist wesentlich einfacher, gerade in den Rundungen die Nahtzugabe dann sauber umzuklappen. Deswegen mache ich das immer. Wenn du es nicht möchtest, lass es weg. Steppe die Nahtzugabe von der rechten Seite ab. Dafür kannst du einen etwas längeren Stich verwenden, damit bei leichtem Zug dir die Naht nicht gleich reißt. Normalerweise müsste man hier einen elastischen Stich nehmen, da es sich hier aber um Puppenkleider handelt und diese beim An- und Ausziehen keine großen Belastungen ausgesetzt werden, reicht ein gerader Stich. Jetzt wird einmal der Tunnel vorbereitet, dafür klappst du 1 cm um und steckst das Ganze fest. Klappe anschließend die untere Nahtzugabe um 0,7 cm um und stecke alles fest. Steppe den Tunnel von der rechten Seite ab, stelle den Abstand bei ca. 0,7 cm ein. Steppe die Nahtzugabe mit einem geraden Stich von der rechten Seite ab. Jetzt werden noch die Seiten vorbereitet. Klappe dafür 0,7 cm ein, stecke sie fest. Meine Seiten habe ich soweit vorbereitet und ich habe hier noch so einen kleinen Print. Den habe ich mit meinem Plotter erstellt. Das möchte ich da drauf bügeln, um dieses Top ein bisschen aufzupäppeln. Und was sagst du dazu? Gefällt es dir? Kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das Top ist soweit fertig. Ich suche nur jetzt das passende Band aus. In dem Fall habe ich ein Satinband genommen und fädel es mit Hilfe einer Wollnadel durch die Tunnel rein. Ich ziehe es jetzt meiner Puppe an und gucke dann auch gleich, wie lang ich die Bänder machen möchte. Also im Grunde genommen immer so lang, dass man das noch bequem zusammenbinden kann. Ich habe übrigens dieses Top auf meiner Jupla Doll anprobiert. Ich muss sagen, es ist bei ihr sogar ein Ticken besser, weil die Jupla eine größere Oberweite hat und das Top dann schön drum spannt. Aber wenn man das hier ein bisschen zurechtschiebt und ja, anpasst, sieht das auch bei einer kleinen Oberweite super aus.
Für die kurze Hose benötigst du natürlich 2 Teile. Und als erstes haben wir den Spaß, einmal komplett das Ganze zu versäubern. Bevor du die Kanten versäuberst, mache bitte ein paar Knipser in die Rundungen rein. Ich versäubere die Kanten mit dem Fake Overlock Stich meiner Nähmaschine und dehne dabei ein bisschen an den Rundungen den Stoff. Du kannst das Ganze mit der Overlock-Maschine machen. Für mich ist das ein bisschen zu knifflig und ich mag das gar nicht, so kleine Teile mit der Overlock zu versäubern. Daher nutze ich hier meine Nähmaschine. Bevor wir weiter nähen, wird erstmal fleißig gebügelt. Mach es nicht so wie ich. Wenn du eine Unterlage hast, nutze sie, weil mit heißem Bügeleisen auf diesem Kunststoffbrett ist nicht gerade das Klügste. Klappe den Saum 0,7 cm um und bügel diesen fest. Wenn du dir unsicher bist bei der Länge, messe es lieber nach. Es ist wichtig, dass zum Schluss beide Hosenbeine gleich lang sind. Bevor es ans Abstimmen geht, überprüfe nochmal die Hosenbeine, dass alle Seiten stimmen. Versuche direkt in die Overlock-Naht zu nähen. Du kannst hier auch das Ganze von der linken Seite absteppen. Lege die Hosenbeine mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Seiten fest. Bei dem Rückenteil setzt du deine erste Nadel bei ca. 0,5 cm und dann messe nochmal ca. 0,5 bis 0,7 cm ab und stecke es fest. Hier musst du ein bisschen aufpassen, und zwar nähen wir zuerst nur bis der ersten Markierung, verriegeln das Ganze, schneiden den Faden ab und setzen bei der zweiten Markierung nochmal an. Warum wir das machen, und zwar machen wir eine kleine Öffnung hinten, durch die wir später das Gummi durchziehen. Jetzt kannst du alle abstehenden Fäden wegschneiden. Streiche die Nahtzugabe auseinander und klappe den Bund 1,5 cm um und stecke es rundherum fest. Hier haben wir die Öffnung, durch das später das Gummi durchgezogen wird. Jetzt muss noch der Tunnel gemacht werden für das Gummi. Dafür nähst du direkt in die Overlock-Naht. Suche dir dafür ein Gummi aus. Das sollte nicht breiter wie 0,5 cm sein. Das legst du dir dann an die Hose an den Bund und guckst, wie viel Abstand du brauchst, um das Gummi noch gut durchziehen zu können.
Ich habe mich später für ein anderes Gummi entschieden, weil mir das doch dann ein bisschen zu schmal war. Und so sieht das bei mir aus. Das ist die zweite Naht. Wende die Hose wieder auf die linke Seite. Lege die Schrittnaht rechts auf rechts aufeinander, klappe die Nahtzugabe einmal nach links und einmal nach rechts und stecke alles fest. Und dann ran an die Maschine. Wenn du schon einige Videos von mir gesehen hast, weißt du wahrscheinlich, was jetzt kommt. Klappe einmal die Nahtzugabe auf die Rückenseite und nähe sie mit ein paar Stichen fest. Das ist kein Muss und du kannst es im Grunde genommen auch weglassen, aber ich finde es schöner, wenn die Nahtzugabe nicht absteht und alles schön festgenäht ist. Um die richtige Länge für das Gummi ermitteln zu können, solltest du einmal das Gummi um die Hüfte deiner Puppe drumlegen und mit etwas Zug schauen, ob sich das Ganze noch bequem an- und ausziehen lässt. Bei mir waren das dann ungefähr 13,5 cm. Kann natürlich von Gummi zu Gummi unterschiedlich ausfallen. Jetzt beginnt der Spaß. Du brauchst einmal eine kleine Sicherheitsnadel, mit Hilfe derer du dann gleich das Gummi durchziehst, schiebe es durch die Öffnung und friemel es durch die vielen Hürden, die jetzt auf dich zukommen, durch den Tunnel. Du siehst und hörst es nicht, weil ich das Video gekürzt habe, aber an dieser Stelle habe ich sehr viel geflucht, bis ich diese Sicherheitsnadel durch den Tunnel geschoben habe, was sich immer wieder an den Nahtzugaben verfangen hat. Nichtsdestotrotz, ich habe es geschafft, also wirst du es auch schaffen. Hier lege einmal die Enden der Gummis aufeinander und nähe sie mit ein paar Stichen fest. Ziehe das Gummi in den Tunnel und verstecke die Enden durch die Öffnung, dass man zum Schluss gar nichts mehr vom Gummi sieht. Und so sollte es aussehen. Ich dekoriere die Hose noch mit einer Schleife. Du kannst hier auch einen Knopf oder einen kleinen Anhänger annähen, wie du möchtest. Unser gemeinsames Projekt ist an dieser Stelle zu Ende. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast für ein zukünftiges Schnittmuster, dann kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche es vielleicht beim nächsten Mal umzusetzen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, deine Kati von Creative Mom.